48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC Boat-Fans und herzlich willkommen zur 8. Episode und damit zur 2. Hälfte des ersten Vorrundentages in der Gruppe D. Die Frequenz hat bis dato gestimmt. Abgesehen von einem 47er Barsch halten sich die ganz großen Ausnahmefische bisher aber noch bedeckt. Derzeit in Führung liegt das Raubfischzentrum, gefolgt von Ilex und Savage Gear mit jeweils 4 Wertungsfischen. Hearty Rice rangiert auf Platz 4 vor den letztjährigen Bronzegewinnern von Fox Rage, die erst 2 an der Zahl, dafür aber schon etwas bessere Fische auf dem Board haben. Momentanes Schlusslicht sind die YPC-Debütanten von Lawrence. Allerdings war Matt quasi den ganzen Vormittag mit Bootsreparaturen beschäftigt. Kurz vor Ablauf der ersten 4 Stunden sah es dann aber so aus, als könne der Brite endlich Werkzeug gegen Rute tauschen. Mal sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Bevor wir einsteigen, überprüfen wir schnell, wo die Teams sich zum Start der 2. Halbzeit mit ihren Booten befinden. Raubfischzentrum und Fox Rage fischen also weiterhin ihre Stellen im östlichen Volkerak. Hearty Rice hat im Hollandsdieb bislang wenig Strecke gemacht und Lawrence blieb zugegebenermaßen wenig anderes übrig, als aus ihrem ersten Haringfleet-Spot das Bestmögliche herauszuholen. Savage Gear und Ilex hatten beide in der Nähe der Spui-Mündung begonnen und während Savage Gear es nun weiter östlich im Haringfleet probiert, ist Ilex nun in der westlichsten Ecke desselben Gewässers unterwegs. Welcome guys, welcome on the next episode. The morning was a little bit tough. We take 3 under on 1 pike, so we go for a second pike. And we hope to catch a big one. Let's go. Hopefully, yeah. That's not a big issue. Right, that's all done. So now am I sort of ready to go? Now I think you should just start up the system, fire up the motor, put it in gear and just take it for a short spin and see what happens, just to see that nothing else is going on with the system, okay? Yeah. Let's have a go. You've had a boss. You've had a boss. Yeah, engine's good. Trimmed down. Yeah, sweet. Thanks, buddy. We've finally sort of got the engine fixed. Während Sven hier den Spot noch kurz ausfischt, richte ich mir schon die nächste Route her für den nächsten Spot, der gleich hier um die Ecke ist. Fischen dafür tue ich die Anniversary Route bis 23 Gramm. Und Köder ist ein ganz spezieller. Manche haben es vielleicht bei Herbert schon gesehen. Moby-Tube. Hatten wir jetzt sehr gute Erfahrungen die letzten Tage. Und das probieren wir jetzt mal. Ja, ik hoor je. Spotlock. Yes. Zeg maar als die komt. Is it a perch or a pike? I don't know. I think a small pike. Small pike. Ja, pikey. Daar is die. Zo. Oh. Oh. That was close. It's a little one, but luckily you have a big net. Oh. 57. Oh, it was 56.5, but then we can make it 57. Oh.
let's grow, my friend. And again on the Rattling Hornet. Spritziger Hecht zum Start. Es darf so weitergehen. Yeah, for sure. Big one. No. No? Ah, it's. I think so. It's. I don't know. No, it's not big. Oh, it But looks it's like not a a. big It's one. not a baby. It's like 40. 30. Okay. Good. Oh, and the length of the Far cast. away. Far away. Yeah, it's not great. You guess it's an upgrade? Yeah, yeah. Okay. Okay. Das war einmal das Skirt mit den kleinen Bugs Pumpkin in 7,5 cm, der Krabby Louis am Skirted. Ja, it's 30.5. Okay. So klar. Schönen Tag noch. Vielleicht ist es da unten ein bisschen angenehmer als hier oben, ey. Yes. Close? Sorry? Are you close? No. Pike or perch? Looks like a small pike again. I'm here. Let it be a perch. No, it's too heavy. It's a pike. Oh, Pike. Oh, that's a good better pike. one. It's a better one. Oh, dat is een goeie, hè? That's a nice one. Yes! Yes. In the big Fox Rage net. Yeah. Oh, On the Salmon Hornet again. yeah. It's our lucky lure today. Yeah. It's a meter. 1 meter. Nice. Exactly 1 meter. Good job. Yes. That's what we need. 2 nice pikes. It's the lucky lure of today. Got every fish on. 3 pikes, 1 perch. Gerald Vierhaut, das Synonym für Understatement. Der erste richtig gute Hecht des Tages bringt Fox Rage ein gutes Stück nach vorne. Aber kaum ist er wieder im Wasser, muss Hendry seine Rute erneut aus der Hand legen. Perch for sure. Not a giant, Yes. But it's a perch. but it fits in the net. It's, you can. We have also a small net, you know that. Yeah, but I was every time you had a pike, so Yeah. I was thinking just take the big for this one. I was sure it's a perch. It's a perch of 32. 32. Yeah, it's not just under 32 and a half. Nice perch. At least we have 2 perch now, but we definitely need an upgrade on this. But let's put it back. Good job, you're on fire Yeah. with your Salmon Hornet, Rattling Hornet. Bringt nicht ganz so viele Punkte wie der Hecht, dennoch schieben sich Hendry und Gerald mit dem zweiten Fisch in kürzester Zeit dicht an Louis und Ton heran. Scheint aber so, als könne das Führungsduo unverzüglich kontern. I have one. Net?
No. I'm here when you need a net. No. Probably it is an upgrade actually. $33 approved. Okay. Nice perch, 33. It's becoming very windy. Fish on, better one, better one, Okay. better one. Close at the boat. Yeah, it's better. Mine was 33. Your was You 33. do it in the group? Ja, I do it in the group. After this one? Ja. Wieder auf den Krabby Louie, Bugs Pumpkin, 7,5 cm. Über den Boden geschliffen. Wir fischen hier auf einer Muschelbank. Oh no, it's not 35. It's 32. Schnell ins Wasser mit dem Kleinen. Hard Conditions, also ist schon hier Angeln für toughe Boys, muss ich sagen. Lucky it's not so wavy. Ja, God thanks. Otherwise Imagine we finesse get- fishing would be very difficult. What's very important when you cast crankbaits with a spinning reel like we do now, that your drag is not too tight. Because when you hook that zander or that pike perch, they have soft mouth and you already have a high speed in your crankbait. So you don't need a very hard hook set. It just will hook itself. And therefore we use a very smooth drag. And also it's important to not lose your perch. For example, they have a soft mouth, and when you set it too tight you lose so many fish. So what I always do is when you reel in the crank, when you do a little bit faster, then you need to hear your drag. That's the perfect setting in my opinion. Ich werde das jetzt mal mit der Shebo versuchen, am 7 Gramm. Das ist die AX Shore von Rheins ist das. Ja, Green Pumpkin hat mir bei uns also hier habe ich damit noch nicht gefischt, aber in meinen Heimgewässer habe ich damit schon schöne Zander und Barsche gefangen. Und mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Die werde ich gleich mal ein bisschen über den Grund schleifen hier, ein bisschen hüpfen lassen. Aber mal gucken. Yeah, fish! Big pike! Big pike? First cast, yeah. I told you I would catch a big pike here. It's probably a pike. Yeah. Woo! First cast! Cranky! And it's off. Perfect. 75. 75. Proved? So after we were fishing this finesse for perch, I had a feeling I should switch to a deep diving crankbait, the Megabite deep diving, deep runner, and first cast, boom, this 75 centimeter pike smashed it. So a good upgrade, and let's release this beauty. There he goes. Deflated. Got fish. Yep. What is it, Greg? I don't know. I think it's a little zander. Yeah. Well done, good man. Bait's out in the net. Touching 46, so yeah, 46 centimeters. 46. Yep. Okay. Cool. Finally, after all the trouble, we have our second zander. Matt hasn't, have made a few casts with a crankbait. But maybe this is karma. Maybe this is karma. Let's take it as a positive, mate. And yeah, I think so. Now we've got 2 zander and we've got 1 perch, which isn't too bad for. But they're all small. But yeah, but it's better than nothing, especially with what we've been going through. So I think we'll grind out this spot a little bit more,
I'll report the fish. Yep. We'll grind out here a little bit more on this feature, and then yeah, we'll go on that. Have to look at maybe going somewhere and using our power hour to find the other perch. Fish on! This is a nice perch. This is a really nice perch. Easy, 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 easy. Take it easy. I'll be in time. Yeah. It's not improving. No. Ah yeah, wait, it is probably. Maybe a small perch is improved. Ja. That's what we expected. Der hat den Krebs vom Boden aufgesammelt. Oh, da ist der Krebs ab. Kleine. Auf den geschliffenen Krebs von der Muschelbank hat er sich den eingesammelt. Er ist nicht größer als unsere Hechte, aber vielleicht ein Upgrade bei den bei unseren kleinen Barschen. It's what is it? 67, 66.5, 67. Beauty. Kleiner Hecht darf schnell wieder ins Wasser, bevor der hier noch oben seekrank wird. Tschüss. Oh. I was thinking it is a good perch. I saw it shaking. Da war der Wunsch Vater des Gedankens, aber angesichts des Köders und der Präsentation ist Luis das kaum zu verübeln. Das Raubfischzentrum klettert hier buchstäblich Punkt für Punkt. Bei Lawrence nutzt man derweil die mühsam zurückerlangte Bootsmobilität. So good, we're gonna change spots. We tried another perch place, but I'm not sure they were there, but they were not biting at least. So we're gonna move to the next spot, a weedy place. Try if there is perch and maybe a big pike, so let's go. I changed the color. I was fishing natural color, no bite, and we know the spot is good and there is some fish on the bottom, but the fish don't react. So I try to make a little bit more fluo color and more aggressive color. We don't know. We're gonna try. Lawrence wechselt den Spot, Ilex das Dekor und wir schwenken erstmals rüber zum bisher vernachlässigten Team Savage Gear, das sich weiterhin auf Mission Großhecht befindet. So right, we're trying to change microphones and here we got a fish. So I literally dropped my bait down and tried to get a new microphone on. Whoop! Crazy bite, but a beautiful pike in a net. So with a nice interview microphone, we're gonna see how big this fish is. I think that's definitely gonna be 80 plus, so that's gonna be an upgrade. All right. That's a very nice fish. Really cool. Super heavy. Can you imagine if you get a fish like this at 135? Because those lakes, they hold really big fish, don't they? They're here. So we're after, but yeah, we'll take this one for sure. Really nice. I'm happy with this one. Super happy. Good point. That's 88. 88 centimeters. Beautiful fish. Let's get this one back. There she goes. Yes. Kurzer, knackiger Drill, doch der Fisch kann sich dennoch ganz gut sehen lassen. Ein massiver Hecht, der trotz alter Verletzung sehr hungrig zu sein scheint. Ton und Luis sind währenddessen ein gutes Stück gefahren und offensichtlich noch etwas mitgenommen von der Reise. So Freunde, wir sind am nächsten Spot angekommen. Das war echt ein harter Ritt. Aber wir sind jetzt quasi aus dem Wind geflüchtet. Wir wussten, wir können gewisse Spots nur morgens befischen, weil über den Tag der Wind zunimmt. Jetzt mussten wir quasi ein gutes Stück fahren gegen die Welle. Das war teilweise echt knapp. Das Gewässer ist sehr groß. Hier bauen sich die Wellen sehr hoch auf, wenn der Wind ungünstig steht. Und ja,
Jetzt werden wir nur noch ein bisschen beruhigtere Bereiche fischen. Ihr seht, es schaukelt immer noch, aber halt ja, ein bisschen ruhigere Bereiche. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen limitiert, was die Spotanwahl angeht, aber wir kennen das Gewässer ganz gut und wir werden hoffentlich heute noch unsere 40er Barsche fangen. Zander brauchen wir heute nicht, das machen wir am zweiten Tag. Wir wollen nur noch dicke Barsche. Dicke Barsche, 2,40 plus 45er 45 plus. Und der Fuffi wäre natürlich knapp, aber den kann man nicht bestellen. Oh, it's so peaceful here, Louis. Yeah, catch to catch, but it's protected. Fish! Oh, big one! It's still here, huh? Please. Stay on. It must be a 40. It's a 40. One question was the little net. Fuck! We lost it? I guess. What? It's heavy. Make it happen. I told you. Oh, fuck. Netted! Oh, oh man! Woo! Dicke Barsche! Last cast. Last cast. Last cast on Always this spot. on the last cast. It's not a 50, but it's 48 something. Very good. It's 47. So guys, the perch we came for, 47 centimeters on the last cast. Let's do a few more casts. We had to search a sheltered area. This one was here, but enough talking, let's get him back. Am 23.05. bis 1.06. ist die Diver Week bei Hecht und Barsch.de. Dort gibt es tolle Preise zu gewinnen, zum Teil Bekleidung, aber auch ein paar Sachpreise wie Angelsachen. Und als ersten Preis gibt es einen Tag Angeln mit dem Kajak mit mir zusammen. Fisch? Also quasi ein Kajak-Guiding, den ganzen Tag freue ich mich sehr drauf. Mach mit, sei dabei. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop aber ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. W1 Boat Center. Willkommen an Bord. We do a little change in tactics. We put the cranking style away. And now we go for the sea rigging. We have the Critters creature bait, really nice bait. I also like this color because it's really natural, like the real crayfish that lives here. I fish it like this, so you move it like half a meter, and then let it on the bottom for 1-2 seconds. Get your line in, and then make another one. And what's also can be important is to fish from the shallow towards the deep. Then your presentation over the edge is better. Obviously, it's not possible when you have like a 90-degree drop-off, then you're constantly stuck in the bottom. But when it's like a little bit a slow drop-off, then it's a smart way to fish. And now we're here in like 4.5 meters. It's quite
quite flat here, so we can nicely cast with the wind in this situation. Tone. Small. Small? No, yeah, big enough. The He's cast here? He's here? after the perch. He's here? It's an upgrade. It's an upgrade, for sure. Good job, man, good job. Again on the skirted, very slowly fishing. 34. So guys, a perch of 34, small upgrade. Let's get him back. Zander! Jawohl. Recht, recht, recht! Nein, nein, nein! Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn! Ja, Mann! Ja! Ja! Du geile Sau! Ich heirate, nee, du musst nicht heiraten, andersrum! Oh, fuck! Ist das geil! Oh, schöner Biss, ey, richtig reingerumst! Da ist er! Ja, was hat er? 80? Wird er wohl haben? Ja. Oh, da ist unser Hecht. 83. Und wieder meine Soul Illusion und mein Twitch-Bait, ey. Ich liebe die Dinger. Ja, 89. Schöner 89er Hecht. Wieder auf mein Twitch-Bait. Den habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja. So, einen noch davon, dann haben wir die Hechte voll. Geil, 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 geil. Ja, der Hecht hat sich den Köder komplett weggeknallt. Wie ihr seht, haben wir immer so einen Seitenschneider mit an Bord. Um den Fisch nicht unnötig zu verletzen und rumzudoktern, da haben wir einfach die Haken abgeschnitten. Natürlich die Überreste davon aus dem Fischmaul entfernt und somit konnte der Hecht zum Glück weiterleben. Alles andere wäre tödlich gewesen und der Fisch wäre weg. Big one! Big one! 40. Big 40. This is a big Incredible, 40. incredible. This, please be a 40. Please. It is. I'm telling you. It's all day 40. Even a nice one. Coming? Yeah. Yes. Oh, yeah, it's a 40. 40. It's a 40. 3 casts. 3 casts, 3 fish. Where are you casting, my friend? Good job, man. Good job. So guys, nice 40 centimeter perch on a skirted jig with a small creek craw of 6.5 centimeters. Killing bait for perch, looks like a little crawfish, and 3 casts, 3 fish. Let's catch another one. Zweiter guter Barsch für Ton, der damit die Führung für sein Team ausbaut. Savage Gear ist weiter dran am zweiten guten Hecht. Übrigens bei deutlich blauerem Himmel. Small little tip, by the way, if you're fishing a lot of these line through baits, you don't want to have 2 leaders on your system. I use swivels. This is a spiral snap, but you can use any snap and just attach it towards your main line like this. And then you can just easily replace your line throughs because they have a built-in leader anyway. You don't want to have like another meter of fluorocarbon with swivels and stuff like that, which most people have on their line. So I usually have one of these big swim bait rods out and just equipped with a single swivel on the main line. And also when I cast these big baits, I like to pinch the trebles in the belly like this, but not shove it in really deep because then your hook set will be off a bit. It's because when you're casting, the trebles will fly around and you get tangled up. And especially with these big heavy baits, it's quite intense to cast a lot. And then if you have a lot of messed up casts, yeah, it's gonna be less and less effective.
And also, when you have a swivel system like this and you're a fan of trolling, it's also really nice to put the water wolf camera in between the bait and your rod, so that's another tip. We're just going to switch plans. We're going to try to get a big pike. The perch is really difficult at the moment. We had one lucky one this morning, 37 centimeters. But now we want to get the big pikes because, yeah, the big pikes is the most centimeters. And I have some really nice new baits. It's a new Soul Swim of Shimano. You can see this one has already some battle scars, lost eye, and has some big scratches on it. So I'm gonna fish with this one because I trust it. And I'm just gonna stay on the chatterbait, trying to pick up, you know, maybe big perch, jack pike, or zander through here on this big plateau that we're fishing. So I think the chatterbait is going to give me the best chance to sort of fish for all of the species so that we can start trying to fill this card. Quick, it's down here, it's down here. It's a fucking zander, but it's a good one. Oh. So you can see on a glide bait. Big glide bait got my zander. Got it? Yeah. Get that. I think it's 65 centimeters, just over 65, 65 and 1 millimeter. Well done. Well done, bud. Nice one. Sollte eigentlich ein Hecht werden, aber immerhin ist das der größte Zander des Tages. Lawrence gibt die rote Laterne weiter und schiebt sich dicht an Ilex heran. Bei Gael und Stefan ist inzwischen leichter Unmut spürbar. We need to back here. If we have 3 good fish and we hook out all. Jesus. Unbelievable. We need to make an upgrade quickly. Ander plekje. Let's move on. We have one more spot to check. It's a big drop off with a plateau in front. Last week we had some pikes there, so let's see if there's any bait fish around. That's important for the pike as well. And there's also perch, so let's go. Yeah, we've been having a lot of sunshine, very little wind lately. And right now, as Sean said, this is choppy. This is big pike weather. So there's no excuse for us not to do this type of fishing, because we know this can really result in a really big fish. And that's what we're after. Holy fucking shit. Bite? That was a giant, jeez. Yeah? Oh, yeah. Fucking hell. It followed away, but it stayed like a half a meter underneath the bait. And I saw just a big white shade, and then it darted off, and it was, whoa. They're here, man. Yep. How big was it, you think? 110 easily. 110 easily. As I just mentioned, they're here, just following huge, huge fish. So. Come on. Oh, yeah! Yep. Yes, buddy. They are here. Let's go! Oh, my man! Woo! On your bait, buddy. Oh, you wrecking my baits? Yeah, I'm wrecking your bait, dude. Oh, man. Here she goes, here she goes. Nope. Yes! Yeah! My man, come here, man! Woo! Oh, yes! Oh, yeah, that take, dude. Look at the size of that fish. Damn, and it wasn't even the one that followed. No, they're here. We know. Nice. Oh, nice. I'm thrilled. Heart rate like 250, like bam. That's the one we're after. So everyone's saying 32 centimeters a big bait, but look at the size of that fish. Right now, 32 is quite small.
Nice. Yes. That's what we're after, man. We need a couple more like these. Yes. Let's get some quick measurements. Yep. 110. Yeah, 110. Yeah, man. Dude, that's what we're after. 1 meter 10. Nice. Yeah, man. Ooh. Ah, fuck yeah. That's the thing with the big bait fishing. Like, you got hours and hours of not getting a single take, but I was just mentioning it, you know. This style of fishing, just waiting for that single one hit. And then I had that big follower and I thought I didn't expect this one. I was just aiming for that big fish that was close to the boat, and then like 30 or 40 meters out, wham, on the new SG6 Alpha. What a rod to fish these big baits, man. Yes. My man. Let's go. He does it again. Sean und Hycho hatten diesen Fisch quasi mit dem Start angekündigt. Knapp 6 Stunden später liefern die beiden beeindruckendes Teamwork und außerdem die Führung für Team Savage Gear. Die Line Through Roach hat zwar einen abbekommen, sieht angesichts der Umstände aber noch echt frisch aus. I promised you go to Recky's Bait today, so this is the first step in the whole process. Hopefully I can get some more tears in today. Savage Gear, 1 meter 10. Yeah. Sean Witt. Go. My man, my legend. And that's a good thing, you know, like, he's catching those fish, but I'm just as pumped as he is. I absolutely love this. This is just like pure teamwork. You're gonna make the drift again? Because we saw that big fish following, so... And the wind is just pushing us like off really hard, and also during the release of the fish, the boat went off spot lock. So I'm gonna drive back, make a couple more casts in the area where we found the fish, and then we move on to a similar spot where we have the wind blowing like this, because it seems like the pike really like it. Perch, big perch, big perch. Really. Net, it's here. No, fuck, pike. I knew they would be here, huh? Fuck, shit, I'm like a perch. No, it's don't net it. No? It's not an upgrade, I think. Oh yeah. What's You're here, huh? They're here. 66. Oh, it took both sides. Crank, 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 stop, crank, boom. Wir fahren jetzt noch mal eben raus aus dem Plateau und setzen einfach ein paar Meter um und setzen dann eine Drift an mit Driftsack. Einfach um mehr Fläche abzusuchen. Weil das Stationäre hat zwar jetzt den einen Fisch gerade gebracht, aber das war's auch. Und wir brauchen mehr. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Strecke hier runter und schauen, was kommt. Let's start the power hour. Okay, we start with a slick shad from Fox Rage in a brown color, always working well. And we had 80 grams head on it with one treble. And let's see if we can find a nice sender. Yep. Coming up. Watch my rod. Yeah. That got the monkey off the back. Over 73? It's over the dotted line on the so 72. 73. Lovely little 73 centimetre pike. Very much needed. Very much needed. Hit? Yeah, but gent. Yeah, got it. Well done. Be quick with the net, be quick, he's down here. He's down, yep. It's not the size we want, but it's another one. 63, just over 63. Nice little 63 centimetre pike for Jan there. Ooh.
It's gone. Erster Fisch für Matt und Jan legt sofort noch einen nach. Lawrence ist damit zugleich das erste Team, das von allen 3 Zielfischarten mindestens ein Exemplar in der Wertung hat. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie der Tag angefangen hat. Ton und Luis haben währenddessen den nächsten Angelplatz angesteuert, wo der Dortmunder nun ein kurzes Technikseminar hält. So, jetzt sind wir an einem Spot von mir angekommen und ich möchte euch einmal zeigen, wie wir die Technik hier benutzen. Ihr habt das Side-Image schon oft gesehen, das ist quasi die Auflösung, die einmal links und rechts vom Boot die Struktur abscannt. Wenn wir da Fische sehen, setze ich eine Markierung genau auf diesen Punkt. Ich sage jetzt mal 15 Meter rechts vom Boot, tippe einfach die Fische an, setze eine Markierung. Dadurch, dass wir hier an Bord ein One-Boat-Network haben und alles zusammen über ein Netzwerk verbunden ist, habe ich dann quasi auch diese Markierung, diesen Wegpunkt, den ich gesetzt habe, hier vorne auf dem Echolot. Das Coole ist, dass das Echolot auch verbunden ist mit dem Bugmotor und ich dann quasi einen Spot antippen kann, mich dahin führen lassen kann oder in Kombination mit dem 360-Geber, den wir hier an Bord heute benutzen, wissen wir ganz genau, in welche Richtung vom Boot sich der Wegpunkt befindet. Wenn wir hier einmal auf die Karte gucken, hier habe ich schon öfters geangelt, hier habe ich ein paar Markierungen gesetzt, wo ich unterschiedliche Fische gefangen habe. Wir haben jetzt hier angehalten, weil wir wieder einen sehr, sehr großen Brassenschwarm gesehen haben. Den sehen wir hier zum Beispiel. Die Brassen befinden sich momentan komplett ums Boot herum, aber hier sehen wir zum Beispiel ein paar mehr. Und so kann ich mich dann genau positionieren und die Fische genau anwerfen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr den 360 benutzt und ihr steht auf der Stelle und wollt eventuell ein klares Bild haben, würde ich euch empfehlen, einmal die Swipe-Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, in der sich unten der Geber am Bewegen ist, ein bisschen runterzuschrauben. Da kann man komplett runtergehen auf die 1. Dann dreht er sich langsamer, das Bild ist nicht mehr ganz so schnell, also nicht ganz so live die Informationen, aber wie ihr seht, verändern sich die Sicheln und die werden alle gestochen scharf und ihr habt ein besseres Bild. Das ist so, wie wenn man auf dem Karussell sitzt, das Karussell dreht sich schnell, dann erkennt man, was drumherum ist, auch sehr unscharf. Bewegt man sich ein bisschen langsamer, kann man natürlich alles ein bisschen besser fokussieren. Also, kleiner Tipp, geile Kombination, wenn man halt mit einem Side-Image arbeitet und einem 360, um genau gezielt Fische anzuwerfen, ohne jetzt eine Live-Technik zu benutzen, wie zum Beispiel das Mega Live, was heute verboten ist. Aber dieser Geber, der bringt uns auch viele Informationen, wo sich unten die Fische bewegen. Auch wenn nicht alle von euch die Exkurse über Bootstechnik feiern, interessant ist es doch irgendwie. Für Traditionalisten haben wir aber auch was. So, Klassiker, jeder kennt ihn, denke ich mal. Von Keitech, den Swim Impact Fat. Ja, hat im Training auch Fische gebracht, wie alles andere auch, was jetzt nicht funktioniert. Aber gut, wir versuchen es weiter. Wir sind jetzt gerade die Kante von knapp 11, 12 Metern auf 3 Meter hochgefahren. Und ich schmeiße jetzt ins Tiefe rein. Also ich denke mal, ich werde da so auf 8 Meter ankommen. Und dann werde ich meinen Gummi langsam hoch jiggen hier. Hin und wieder vielleicht auch mal ein bisschen leiern. In der Regel lagen an dieser Kante eigentlich immer Hechte. Keine Riesen, die wir hier gefangen haben, immer so 60, 70er Schnitt. Aber erstmal die Karte füllen und dann können wir weitersehen. Jo, Fisch! Hecht! Jo, ist ein Hecht. Kleiner Spritzer, aber ist ein Hecht. Wie erwartet, wie gesagt. Svenny! Ja, kommt. Ja, kommt doch jetzt erst. So, haben wir den auch. Naja, immerhin 63. Ja, kleiner Spritzer hier, schön mit Dönergriff. So, ich setze den schnell wieder rein, dass wir den nächsten kriegen. Ja, kleiner Spritzer, aber gut, der hilft uns weiter zur Fullcard. Vielleicht ist das ja entscheidend, eine Runde weiterzukommen. Ja, der kleine Hecht hat mich schön erwischt. Also falls da Blut zu sehen sein sollte auf der Kamera, das ist nicht vom Hecht, das ist meins. Gut, muss man mit leben, ne? So, ich mache jetzt ein neues Stahlverfach. Das ist leicht geknickt, da fische ich nicht mehr mit weiter. Nicht, dass der nächste abreißt und der nächste Hecht den im Schlund oder Rachen hat. Ja, ich verbinde mich jetzt erstmal, knote neu und dann werfe ich da noch mal hin.
Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Heik, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Boah, stimmt. Und neben der höheren goldenen Ticket-Chance möchte ich euch einen weiteren Anreiz geben, früh zu bestellen. Wer bis zum 31.05. seinen Kalender vorbestellt hat, hat die Chance, einen von 5 Adventskalendern umsonst zu bekommen. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Da hängt er, der Slim Shady. Freunde, wir werden jetzt schleppen, unsere Power Hour benutzen. Yes. Und werden uns jetzt an einen Bereich lang ziehen, wo sehr, sehr viele Brassen sich aufhalten. Tieferes Wasser. Ja. Ton, leit mir einen tieflaufenden Wobbler. So, auf sowas war ich jetzt nicht vorbereitet, aufs Schleppen, aber wir sind ein Team. Ja, dann, ich werde das dann mit dem Bugmotor machen. Ja. Damit wir perfekte Geschwindigkeit haben. 3.5 kilometers per hour. Okay. Then they swim really nice, and we pull them in between the breams to catch a big pike. Sounds great. We're gonna test 1 it. hour. 1 hour. Let's go. Power hour. Power. No, but we start. Pretty sure. The power hour starts right now. Okay, but we need to go faster. Yeah. Like. Coming up here, it's coming up here. Big zander! Another good zander. Woo! Well done, mate. The sanders love this bait. That's a 70. Nice. 71. It's just over 71, but this dot line is should be 72. So it's 71. 71. He wants to go. Yes. Zweiter Zander auf den Swimbait und dann auch noch ein sehr, sehr ordentlicher. Gefühlt lief Lawrence bisher ein bisschen unter dem Radar, jetzt aber haben Jan und Matt tatsächlich die Führung übernommen. Henry und Gerald befinden sich derweil weiter in der Power Hour. Letztes Jahr hat die kaum jemand so effizient genutzt wie die beiden Niederländer. Heute allerdings fehlt den Fischen noch die letzte Entschlossenheit. It's also my turn, so let's switch totally. You can take it over. Yeah. Oh. So we're switching because we have a 1 hour power hour, so we do half an hour each. And now we also switch different lure because I got some bites, but they don't take it max. The last bite was good, but apparently they took it behind somewhere here, and I missed it.
But we're still on the same fish now with a different lure, so hopefully this works. I thought it was bigger. Yeah. On the screen. There it is. Yeah, well, Jill is continue fishing. We only have 5 minutes left, so we have to make the best out of it. On the slick shed, the 20 centimeter, the brownish color, it's 55. Nice little zander, but we're happy with it. At least we have a zander. Okay, we put it back. Bye bye. First zander. Good job. Yes. Von einem routinierten Duo zum nächsten. Lawrence nutzt jetzt ebenfalls Live-Technologie. Good. We just started our power hour. We've picked a little bit deeper place. That's really the places where you have a lot of advantage of the active target. And we found a place, there's a little muscly hump. And the perch like to sit on top of that, but they are quite often really tricky. So what we do is like, we find the fish with the active target and just really precisely cast on them. And just keep the bait just on top of them or just past them. And then hopefully see them coming to the bait and then bite it. But a lot of times you only see them coming and they just don't bite it. But it's really a way for like tricky fish to get. Oh, yep. Yes! Yes! You grab the net? Because I don't know where my line is. Needed that. 43. Yeah. Full Card. Matt und Jan fangen genau die richtigen Wertungsfische und einige davon könnten durchaus bis zum Ende Bestand haben. Nach viel Pech zum Start sind die Debütanten oben auf. Bei Ilex ist's eher andersherum. Allerdings wagen Gael und Stefan nun den Neuanfang an bekannter Stelle. Okay guys, so back in the first place this morning where we start, we have 0 bite. We try for pike, we touch 3 or 4 pike, but all miss, hook out or was not good, so we change and we try to catch the zander. That's it, and after we will see. Maybe a perch, it's a good spot for perch, but with the wind it's really complicated for us. So hopefully the zander is active. Merci. T'en sors bien, hein? Je l'ai pas vu, franchement je l'ai pas vu. 65. Yes, 65 under on a Deagle 2+. Let's go. Now we need 1 pike. Mit dem zweiten Zander des erfahrenen Franzosen leiten wir die Schlussphase ein. Wer haut noch einen raus vor der Halbzeit? Ich anker da jetzt. Ja, haben wir nicht. Hä? Haben wir nicht. Haben wir nicht? Nein, ist nicht drin, der Anker. Ein Zander! Kescher! Ein guter! Ja, Mann! Ja, Entschuldigung. Ja, 74. Ja.
Ah, hier ist der Fisch, 74. Richtig geiles Teil, voll der harte Einschlag. Endlich ist er da. Hier werden wir gleich nochmal rüber wegdriften. So, 8 Inch. Easy Shiner beim Leiern, voll drauf genagelt. Ich setze ihn wieder rein, ist ganz schön windig, nicht dass er austrocknet, der Kollege. So, bye bye. Sehr gut, Sven. Weitermachen. Ja, selbst für größere Fische ist die leichte Version der Sword Illusion auch eigentlich echt gut dafür geeignet, dass man auch einen Anhieb setzt. Ich habe jetzt im Drill noch mal 2-3 Mal nachgehauen. Das mache ich bei größeren Fischen in der Regel immer, weil die einfach ein deutlich härteres Maul haben. Wir setzen die Drift noch mal neu an, weil wir haben auf dem Sidescan noch ein paar mehr Fische hier rumlungern sehen. Hier waren noch ein paar Haubentaucher. So, ich muss mir schnell einen neuen Haken machen und dann geht's weiter. Fisch? Ja. Das ist so geil. Aber kein großer. Ja, ein Zanderwind. Hey, wohl denn? Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast auch nur in Holland, dass die Zander auf so Gummis beißen, ne? Ja. Hast du die bisher am Grund? Ich lasse den immer einmal absinken und dann ganz lang und dann kurbel ich ihn ganz langsam an. Oh, 53. Zweiter Zander auch, gerade kurz vor Schluss. Ich weiß gar nicht, halbe Stunde oder so haben wir noch. Ja, genau auf den gleichen Köder wieder und ja, rein damit. Ja, schnell weitermachen. Die ist gerade heiß hier. Good fish. But it's a fish. It's a really small one for such a big lure. Yeah. Unbelievable. It's in the net. It's in the net. 63. 63. Oh, it's in half, 63 and a half, so it's 64. A few minutes to go, so we have to be quick. Let's put it back. On this lure, such a small pike, but yeah, it is what it is. Augen größer als der Mund, so ist das bei den Hechten. Fox Rage fehlt noch ein Fisch zur Fullcard. Den müssen Henry und Gerald sich aber für Tag 2 aufheben, denn das war's für heute. Wir machen eine kurze Feedback-Runde. That was it for the day. Yeah. It was not easy. Oh. Pretty good start in the morning, but after that it was really hard to find the fish. Pelagic fishing was also only tough, one, but yeah. not a big one. No. So we have some work to do on day 2. Yeah, we had a tough day, but I think we have a good perch and a good pike. So yeah. So we have a nice base for a good list. Yeah, definitely. But we expected more from today. Yeah, for sure. But yeah. Now we have to do it on the river. Yeah, so we have to figure out a nice plan for the next day. So that's the job for tonight. A plan and a beer, and see you on day 2. Next episode. Bye bye. Okay, good. This was it for us, day 1. I'd have taken what we've got today at the start of today, to be fair, when we had all those problems with the engine. First 3 hours, almost no fishing. Yeah. Luckily, I managed to get a perch and a zander while you would try to fix the engine. And yeah, which isn't 100% fixed, by the way, guys. We've now got to get it out of the water somehow. We don't quite know how, but we're going to use some ingenuity and try and do that. But yeah, keep cheering for us, Team Low Rants. We're trying to put a good show on for you, even if it mostly is about fixing boats. That was a windy day, and from judging by the clouds up ahead, it's probably going to be a wet ending as well. Going to be a rough ride towards the boat ramp, and I mean,
We had a lot of fun. We had a good day. We had a lot of fun. Good pike. And eventually the goal was to get a really big pike. So we managed to do that, get 2 nice zander. So yeah. Next day. Of course, we have had better days, but I think overall Yeah, result is I think we pretty good. more. I mean, it's a bit unfortunate that we lost that big fish, and yeah, that we just didn't seem to find the perch. We didn't fish super much for them, but you know, we're probably gonna get them on the second day. So what we said, go big or go home, right? Exactly, exactly. I think we need to go home right now. With this rain, we definitely do. See you guys in the next episode. Ja. Also für uns war das ein zähes Brot heute. Sven hat einen guten Job gemacht. Ich hatte einen guten Tag gehabt. Ich war der Kapitän. Muss man, ja. Oder Deko. Deko? Ja, und nee, Keschern muss man auch können. Keschern? Ne, also, ja. Egal. Wir haben noch einen Flusstag und da bin ich mir sicher, da wird Fabi ist seine ja egal, Fische Hauptsache auffangen. irgendeiner fängt. Und außerdem ist das hier ein Team. Ist einfach so. So, hat Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. So the day was not good for us. Not enough bite, and we hook out too much fish. So for the pike, that's why we are really out of. Yeah, I stay one day, but it's okay. We have 4 good zander. At least we need to work hard the next day. So see you next day, and we will see the show. I promise you. It started well today. Started honestly. very well. Wir hatten 2 Ziele, Ton. Pike 2 and Barsche, perch. 2 Hechte. Hechte waren sehr, sehr wichtig, weil am zweiten Tag werden wir auf Zander und Barsch angeln. Ja, Und da big können, perch and big zanders. und da können wir auch einen schönen 45 plus Barsch fangen. Auf jeden Fall. Deswegen das Wichtigste, das haben wir. Wir haben 2 Hechte und wir haben gesagt, wir nehmen egal was. Wir wurden am Ende gierig. Wir wollten jetzt 2 große in die Wertung bekommen, nachdem wir auch gesehen hatten, wie viele wurden gefangen heute? 2 Meter Hechte? Fox hat einen, Sean hat einen, Savage Fox also? Ja. 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 Plattenmeter. 100 and 110. Und dann und das hat natürlich in uns ausgelöst, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen nicht nur irgendwelche Hechte, wir wollen 2 große. Mit dem 90er, da waren wir schon confident, aber wir wollten gerne noch einen drauflegen und den haben wir gesehen am Boot und das ärgert, das wurmt uns die ganze Zeit. Jetzt hattest du gerade noch einen kurz drauf. Ja, gut gestartet, aber wir lassen uns jetzt nicht davon kaputt machen. Zweiter Tag. Zweiter Tag, Mission Armageddon. Ja. Und dann will ich, dass wir den Big Fish Flachmann rausholen. We can also catch a big pike at the river in these conditions. So, nothing lost. And someone can manage it than we. That's for sure. Okay, so make sure to not miss the next episode. That's for sure. Die meisten Teams hätten sich eine noch bessere Ausbeute für ihren ersten Tag gewünscht. Letztlich muss man aber sagen, auch in Gruppe D war es ein fischreicher Auftakt. Lawrence hat trotz aller Widrigkeiten als einziges Team bereits die Full Card, allerdings deutlich kleinere Hechte als Fox Rage und Savage Gear, was am River Day ein Nachteil werden könnte. Hearty Rice hat die Ausgangslage dank Svens 74er Zander kurz vor dem Ende stark verbessert. Ton und Luis sind von Platz 1 auf Platz 5 durchgereicht worden und auch deshalb auf Armageddon am Fluss aus, und auch Team Ilex hat für den zweiten Angeltag große Versprechungen gemacht. Den zweiten Angeltag der Gruppenphase zeigen wir euch in Doppelfolgen. Es geht also schon am kommenden Donnerstag mit Gruppe A weiter, wo mit der Fisch und Fang und Roughneck momentan 2 YPC-Neulinge die Qualifikationsplätze beanspruchen, während der große Turnierfavorit auf dem letzten Platz residiert. Kommen Dustin und Felix zurück oder sollte bei der dritten YPC-Boat-Auflage erstmals ein Finale ohne Team Nace stattfinden? Wir hören uns Donnerstag um 20 Uhr. Viel Spaß bis dahin und wie immer freuen wir uns über Likes und konstruktive Kommentare. Ciao!